Moin, willkommen liebe Hobby-CNC-Fräser zum vierten Teil der leichten Stahlzerspannung auf meiner Eigenbaufräse. Heute zeige ich euch, wie ich die lose untere Platte hergestellt habe. Dazu schauen wir uns zunächst die Fräsoperation im Kannteil von Fusion an. Für das Herstellen der Platte werden wir diesmal 2D, aber auch 3D-Frässtrategien nutzen. Ich werde die Einstellungen der einzelnen Fräsoperationen relativ schnell durchgehen. Wenn ihr euch die Einstellung genauer anschauen möchtet, dann könnt ihr das Video hier einfach anhalten und dann in Ruhe nochmal die Einstellungen anschauen. Ich starte jetzt mal die Simulation im Fusion und danach können wir uns dann die einzelnen Fräsoperationen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also wir fangen an mit Adaptive Clearing, eine 3D-Operation. Auf der linken Seite habe ich das Ganze im Gegenlauf mal testweise gemacht. Und auf der rechten Seite ist es dann im Gleichlauf, einfach mal zu sehen, was besser funktioniert. Jetzt haben wir eine Schlichtstrategie, das ist das Parallel links. Auch da habe ich kleine Unterschiede zwischen links und rechts. Das werde ich gleich auch noch zeigen. Ja, das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Auch hier wird man jetzt sehen, dass er da ein bisschen anders arbeitet. Da habe ich leicht andere Einstellungen mal vorgenommen. Und jetzt wieder die Schlichtstrategie parallel. So, jetzt kommen wir zur 2D-Operation. Tasche links fräsen. Dann das gleiche Tasche rechts. Die Zentrierbohrung setzen, Phasen. Und was auch besonders ist, ist die Phase hier an der Schräge. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Das Adaptive Clearing hier ist ja eine 3D-Stopp-Strategie, die findet man hier oben. Und demgegenüber nachher das Parallel, das wäre eine Schlichtstrategie. Beide findet man in dem 3D-Bereich. Ich gehe mal die wichtigsten Einstellungen für das Adaptive Clearing mit euch durch. Ich habe den altbekannten Holex Vierschneider 6 mm eingesetzt. Spindeldrehzahl 12.000, Vorschub pro Zahn 0,045 mm. Dann kommen wir auch schon auf ganz ordentliche Vorschübe. Im zweiten Tab habe ich hier bei Auswählen diese Fläche ausgewählt. Bei den Höhen habe ich überhaupt nichts eingestellt. In dem Durchgänge-Tab habe ich die optimale Zustellung, also die zeitliche Zustellung auf 1 mm eingestellt. Auf der linken Seite arbeite ich im Gegenlauf, einfach mal um es zu vergleichen mit der rechten Seite, wo ich dann im Gleichlauf arbeite. Die maximale Tiefenzustellung habe ich auf 5 mm gestellt, deswegen wird er auch gleich das auf 2 Schnitte aufteilen. Feintiefenzustellung, da zeige ich gleich noch was, ist auf der linken Seite auf 0,1 gestellt und auf der rechten Seite habe ich dann 0,5 mm eingestellt. Das sehen wir aber gleich in der Simulation nochmal besser. Da es sich ja um eine Stoppoperation handelt, habe ich auf jeden Fall hier noch Aufmaß, sowohl radial als auch axial von 0,3 mm. Das Adaptive Clearing auf der rechten Seite ist eigentlich sehr ähnlich. Es unterscheidet sich in 2 Einstellungen. Und bei den Einstellungen ist zum einen hier die Feintiefenzustellung auf 0,5 mm gestellt, also etwas größer. Und ich arbeite im Gleichlauf.
Auf der linken Seite war die Feintiefenzustellung auf 0,1 mm eingestellt und auf der rechten Seite auf 0,5 mm. Und da zeige ich euch gerade nochmal den Unterschied. Also es waren ja zwei Schnitte und jetzt fängt er hier an, diese Treppen zu fräsen. Und hier ist jetzt der Abstand 0,1 mm von einer Treppe zur nächsten Treppe. Und wenn wir uns das auf der anderen Seite anschauen, da sind die Treppen dann ein bisschen größer. Hier sieht man jetzt, dass die Treppen größer werden und er auch ein bisschen anders arbeitet. Also hier sind es jetzt die 0,5 mm in dieser Treppenstufe. Das war es schon zum Schruppen, zum Adaptive Clearing. Und jetzt können wir uns mal hier das Abzeilen anschauen. Man sieht schon hier, dass die Fräsbahnen nicht über das Langloch drüber weggehen, sondern gehen immer bis davor. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Zum Einsatz kommt wieder der 6 mm Vierschneider Holex-Fräser. Diesmal aber mit einer ordentlichen Schnittvorschub. Bei dem Abzeilen müssen wir ja ganz schön Meter zurücklegen und daher ein bisschen höhere Geschwindigkeit und der Abtrag ist ja eher gering. Ja, die Fläche wurde ausgewählt. Es handelt sich um eine Restmaterialbearbeitung. Und jetzt ist es wichtig, dass man ein paar Flächen ausgrenzt. Ich habe hier 4 Flächen ausgewählt, die jetzt nicht mitgenommen werden sollen. Wenn ich das nicht machen würde, würde der Fräser hier in das Langloch eintauchen. Bei dieser 3D-Strategie würde er auch versuchen, das auszuräumen. Das will ich aber natürlich nicht. Und deswegen habe ich hier bei den Flächen vermeiden die beiden Seitenflächen vom Langloch und die beiden Halbrundflächen von dem Langloch ausgewählt, damit er da keine Bearbeitung vornimmt und da nicht eintaucht. Auf der rechten Seite habe ich das etwas anders gelöst, das schauen wir uns aber gleich an. Die Höhen habe ich so gelassen, wie sie waren, habe ich nichts eingestellt. Im 4. Tab habe ich die Bearbeitungsrichtung eingestellt, also ich möchte gerne, dass er hier längs abzeilt und nicht so quer abzeilt. Die Querzustellung, seht ihr, hier ist auch recht gering mit 0,2 mm. Es soll ja eine einigermaßen schöne Fläche geben. Es soll auch in beide Richtungen fräsen, damit es einfach schneller geht. Ja, Multi-Achsen habe ich leider nicht, habe nur 3 Achsen. Ja, und im letzten Tab habe ich nur den minimalen Rückzug eingestellt, damit alles ein bisschen schneller geht. Auf der rechten Seite sind die Fräsparameter im Prinzip gleich, aber ich habe bei den Auswahlen ein bisschen was anders gemacht. Wenn man jetzt bei der Geometrie reinschaut, sieht man, dass ich hier keine Flächen vermeiden angeklickt habe. Das hängt damit zusammen, dass ich es hier ein bisschen anders gemacht habe und hier bin ich in der Konstruktion hergegangen und habe in der Timeline das Bauteil so verändert, dass dieses Langloch noch nicht drin war, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Fräsoperation gestartet habe. Ich kann es euch ja mal in der Konstruktion zeigen, was ich damit meine. Also hier unten haben wir ja die Timeline und ich kann hier jetzt hier einfach zurückgehen und ich gehe einfach jetzt so weit zurück, da ist die Schräge glaube ich noch nicht. Da wäre jetzt die Schräge schon drin, aber das Langloch käme hier erst da. Also ich stelle so ein in der Konstruktion und gehe dann in den Kammteil rein und kann dann für diese Fläche eine bestimmte Operation ausführen. Und dann besteht natürlich nicht die Gefahr, dass der bei der 3D-Operation in das Langloch eintaucht, weil es ja kein Langloch gibt. Ich stelle es jetzt auch wieder zurück, so dass die Langlöcher drin sind. Die Langlöcher links und rechts sind sehr ähnlich gefräst worden.
Nur beim Eintauchen habe ich ein bisschen was Unterschiedliches eingestellt. Hier gehe ich im Zickzack rein. Können wir mal reingucken. Achso, jetzt kommt bei der Fräsoperation, ich glaube das Langloch war 6,3 mm breit, kommt jetzt zum ersten Mal der 5 mm Dreischneider von Holex zum Einsatz. Ich habe den Dreischneider gewählt, weil er ein bisschen größere Sparnoten hat. Und der 5 mm Fräser ist natürlich auch besser geeignet als der 6 mm Fräser für diese Breite. Bei den Einstellungen hier von dem Fräser, glaube ich, war jetzt nichts Besonderes. Ich hatte oben drüber eine Skizze liegen, die ich ausgewählt habe als Kontur. Bei den Höhen habe ich nichts eingestellt, doch hier, ich glaube, ich gehe 0,5 mm tiefer als die Unterkante, damit ich auch sicher durch bin. Seitliche Kompensation links habe ich gewählt, maximale Querzustellung 0,7 mm, auch eher vorsichtig. Auch bei der tiefen Zustellung war ich eher vorsichtig mit 1 mm. Und der Unterschied zur rechten Seite, das ist hier unten, das ist der Zickzack eintauchen und mit einem Winkel von 3,5 Grad. Der war ja ganz gut bei dem Vierschneider, bei dem Dreischneider war es vielleicht schon ein bisschen zu viel. Man kann sich ja ganz gut auf seine Sinnesorgane verlassen. Wenn man beim Fräsen hört, dass es sich nicht gut anhört, ist es ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Das war hier der Fall, es war so grenzwertig, also es ging gerade noch, aber es hätte auch ein bisschen besser sein können. Auf der anderen Seite hat es auf jeden Fall besser funktioniert. So, schauen wir uns im Vergleich dazu mal die rechte Seite an. Hier sieht man schon, dass das Eintauchen über die ganze Länge geht, also über die ganze Länge der Nut. Und das hat auch ein bisschen besser funktioniert. Also alles gleich bis auf die Einstellung Profil längs. Auch 3,5 Grad, aber es hat sich an der Stelle deutlich besser angehört. Die nächsten beiden Fräsoperationen, also hier das Zentrierbohren und das Phasefräsen hier oben, das ist jetzt nichts Neues, das hatte ich ja in den vorhergehenden Teilen schon drin und da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Was einen Moment gedauert hat, bis ich es hinbekommen habe, das war jetzt die Phase hier an dem Langloch. Die läuft jetzt ja hier so schräg hoch und ist ja eigentlich eine 3D-Operation. Zumindest hier oben fahren wir ja in 3 Achsen, also in X, Y und in Z. Und das hatte ich zunächst versucht mit der Phase hier aus dem 2D-Bereich. Wo ist sie? Da unten. Habe ich auch mal hier unten drin. Das hat aber nicht funktioniert. Bei mir zumindest nicht. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf die Auswahl gehe, dann sieht man, dass er diese Auswahl in der Ebene macht. Aber ich will natürlich die Phase hier oben in dieser Schrägen drin haben. Und das habe ich nicht hinbekommen. Falls einer weiß, wie das mit einer 2D-Phase geht, wäre es ja schön, wenn er es in die Kommentare schreibt. Ich habe es ein bisschen anders gelöst, und zwar mit einer Operation, die ich vielleicht eher bei 3D eingeordnet hätte. Und das ist die Projektion. Und über die Projektion habe ich dann die Phase gefräst. Schauen wir uns das mal an. Also das wäre jetzt hier diese Projektion. Bei der Auswahl kann ich jetzt wirklich hier oben die Kante auswählen. Als Fräser habe ich natürlich einen Phasenfräser drin. Höhen nichts eingestellt. Bei den Durchgängen seitliche Kompensation links hatte ich eingestellt. Und bei der Phase habe ich gesagt, dass ich eine Phasenbreite von 0,4 mm haben will und 2 mm Spitzenversatz. Ja, das war es eigentlich schon von den Einstellungen her. In der Simulation sieht man jetzt schön, wie er die Phase fräst. Hier bewegen sich jetzt 2 Achsen und oben wird sich dann sogar 3 Achsen bewegen. Bei der kleinen Schräge funktioniert das ganz gut. Wenn die Schräge größer wäre, und dann haut das natürlich nicht mehr hin. Damit sind wir jetzt mit dem Kammteil durch und können jetzt zum Fräsen gehen.
Das hat hier alles sehr gut funktioniert. Also ich bin sehr zufrieden mit den Fräsoperationen an der unteren losen Platte. Wenn ihr das mit eurer Fräse bearbeiten wollt, dann denkt dran, dass ihr, wenn ihr eine 24K-Spindel habt, mit kleineren Fräsern startet, also 4 oder 5 mm würde ich starten, und auch mit höheren Drehzahlen arbeitet, weil diese Frässpindeln zu wenig Drehmoment haben. Im nächsten Video werde ich die zweite Grundplatte, das vermeintlich einfachste Bauteil, und die Unterlegscheiben für die Schrägen noch herstellen.
Außerdem werde ich noch zeigen, wie ich das Logo in die oberen Platten reingelasert habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.